Skill-Based Matchmaking oder kurz SBMM. Ein Thema, bei dem jede Diskussion nach 2 Minuten in Caps Lock endet. Manche sehen es als notwendig und andere nennen es das Ende vom Multiplayer. Nein, Digga, es sind nur Schwitzer überall! Ich flippe aus! SBMM muss raus, es muss komplett raus. Das hat doch nichts mit Casual Gaming zu tun. Mit Skill-Based Matchmaking, Chat, das ist auch etwas, warum ich auch keinen Bock mehr habe auf COD. SBMM ist das perfekte Reizwort, weil es genau da trifft, wo Spiele früher anders waren. Es war ein natürliches Auf und Ab. Es war simpler, chaotischer. Es hat sich irgendwie echter angefühlt. Heute wirkt so, als wäre aus Entwicklersicht alles, was nicht auf das Müh kontrolliert wird, gefährlich für die Erfahrung des Spielers. Als müsste man jeden Faktor bis auf den Millimeter ausbalancieren. Was, wenn es nicht nur darum geht, ob Matches jetzt fair oder unfair sind? Was, wenn SBMM eigentlich gar nicht das Problem ist? Was, wenn es nur ein Symptom für ein viel größeres Problem ist? Etwas, das viel greifbarer ist als irgendein Algorithmus. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Das ist übrigens ein Gummibaum. Der wird später noch relevant, versprochen. So wie das Thema in den letzten Jahren aus der COD-Community raus explodiert ist, glauben viele, dass SBMM eine plötzliche Erscheinung im modernen Gaming ist. Aber stimmt das so? Es gibt direkt mehrere Hinweise darauf, dass sogar Call of Duty selbst schon vor 2019 Skill-Based Matchmaking verwendet hat. Josh Menke ist einer der prominentesten Namen, wenn es um Matchmaking in Online-Spielen geht. Er ist für seine Expertise in dem Bereich in der Industrie hoch angesehen und hat auf der GDC auch schon mehrere Vorträge zu dem Thema gehalten. Laut Menke gab es in COD schon immer eine Form von Skill-Based Matchmaking. Speziell mit Bezug auf den 4. Teil, Modern Warfare von 2007. Martin Donlon, der an mindestens 9 COD-Titeln mitgearbeitet hat, hat ebenfalls bestätigt, dass die Reihe spätestens seit dem 4. Teil Skill-Based Matchmaking verwendet. Was dabei besonders ins Auge fällt, ist das Jahr, in dem COD 4 erschienen ist. 2007 hat Microsoft nämlich ihr eigenes SBMM-System mit dem Namen TrueSkill zum ersten Mal zum Einsatz gebracht. Und zwar in keinem geringeren Spiel als Halo 3. Was bis heute als einer der besten Online-Shooter aller Zeiten gilt. Aber es kommt noch besser. Im Anschluss hat Microsoft TrueSkill über ganz Xbox Live ausgerollt. Es war also für jedes Online-Spiel auf der Xbox verfügbar. Das bedeutet nicht zwingend, dass jedes Spiel das auch genutzt haben muss, das war Entscheidung der Entwickler. Aber TrueSkill und damit SBMM war von dem Zeitpunkt an ein zentraler Bestandteil von Xbox Live. Seit 2007. Und da Halo für viele damals der Maßstab war, wenn es um Matchmaking in Online-Spielen ging und es in der Spieleindustrie alles andere als unüblich ist, sich gut funktionierende Konzepte und Systeme von der Konkurrenz zu übernehmen, ist die Vermutung naheliegend, dass auch ältere COD-Teile, zumindest auf der Xbox, schon Skill-Based Matchmaking oder speziell Microsoft TrueSkill verwendet haben. Moin Freunde! Ich habe während dem Schneiden gerade eine E-Mail gekriegt. Und zwar hatte ich dem Team von Microsoft TrueSkill ein paar Fragen geschickt. Und darauf habe ich jetzt die Antworten. Ich mache es aber kurz. Das Interessanteste war Punkt 3. Und da hatte ich gefragt, ob alte Call of Duty-Titel außerhalb von kompetitiven Spielmodi auf Xbox Live das TrueSkill-System benutzt haben. Und die Antwort war ein klares Ja. Also sage ich, haben wir erfolgreich spekuliert und das Kapitel machen wir damit zu. TrueSkill 2 ist auch in der heutigen Gaming-Landschaft noch weit verbreitet, beispielsweise in Halo Infinite oder Forza. Allerdings in deutlich ausgeklügelterer und strengerer Form. Und damit bewegen wir uns auch schon langsam in die Richtung, in die die Reise hier gehen soll. Also zur Historie lässt sich sagen, Skill-Based Matchmaking war kein Schalter, der auf einmal umgelegt wurde, sondern ein schleichender Prozess, der sich über die Jahre entwickelt hat. Aber wie ist das Ding eigentlich so entgleist? Der Frust auf SBMM wächst immer weiter und breitet sich auch auf Spiele aus, die ein derart strenges System überhaupt nicht benutzen. Ich habe das auch schon selbst mehrfach mitbekommen, dass Leute ein Spiel ausprobieren wollen und sich dann auf der Stelle umdrehen und nichts mehr davon hören wollen, sobald im Entferntesten diese 4 Buchstaben geflüstert werden. Off-Meta-Waffen oder Spielstile auszuprobieren ist kaum noch möglich. Man muss sich immer anstrengen, man wird bestraft, wenn man gut spielt. Es fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Das sind ernstzunehmende Beschwerden, über die sich offensichtlich viele Spieler
alle einig sind. Auch wenn strenges SBMM auf dem Papier funktioniert, meine ich, dass man als Entwickler die Stimmung innerhalb seiner Community nicht als maßgeblichen Faktor für Erfolg aus den Augen verlieren darf. Wir alle wissen ja, wie wichtig Creator heutzutage für das Marketing von Videospielen sind. Es werden ja nicht umsonst zum Release von neuen Spielen 10 oder Hunderttausende Dollar für gesponserte Streams und gesponserte Videos ausgegeben. Trotzdem scheinen dieselben Studios nicht zu bedenken, dass die Creator für ihr Spiel, eben die engagiertesten und aktivsten Spieler, genau die gleichen Leute sind, die am oberen Ende des Skillspektrums die volle Breitseite dessen kassieren, was strenges SBMM so frustrierend macht. Und Creator sind eben heute im Gaming die Stimmungsmacher. Wenn das Paper, das Activision zu SBMM veröffentlicht hat, uns zeigt, dass der Impact so gering ist, aber die Empörung in der Community so massiv, dass sogar ich, der COD seit Black Ops 3 nicht angefasst hat, die Diskussion so lautstark mitbekommt, dann müssen wir uns vielleicht fragen, ob die Prioritäten mit modernem SBMM so richtig gesetzt sind. Und wie sehr hilft SBMM wirklich den schlechteren Spielern, wenn es zunehmend zur Normalität wird, dass gute Spieler zu Two-Boxing, Smurfing oder Reverse-Boosting greifen. Wenn ich zurückdenke an die Black Ops 1 Zeiten, dann war diese Obsession mit Meta auch gar nicht so präsent. Weißt du noch, damals beim Kumpel auf der PS4, jeder hatte so seine Lieblingswaffen frei nach Spielgefühl gewählt und nach Wochen und Monaten hat man immer noch neue Waffen und neue Aufsätze entdeckt, die man vorher völlig übersehen hat. Heute macht man 3 Tage nach Release von einem neuen COD YouTube auf und sieht 500 Guides für OP-Waffen und OP-Loadouts von Creatoren, die sich sicherlich gut auskennen, aber ganz bestimmt nicht das vollständige Balancing der 8 Milliarden Waffen in diesem Spiel innerhalb einer Woche durchanalysiert haben, sondern einfach ein Video machen wollen, das sich gut klickt. Und so entwickelt sich auch eine Kultur mit Fokus auf Min-Maxing, bei der die Unterhaltung, für die wir die Spiele eigentlich spielen, leider viel zu oft auf der Rückbank sitzt. Manche Takes bezüglich SBMM kann ich aber auch nicht so ganz nachvollziehen, weil es oft darum geht, dass man gegen Schwitzer spielt und dass SBMM nur existiert, um die Noobs zu beschützen. Weil woher willst du wissen, dass jemand am Schwitzen ist und nicht einfach nur besser als du? Weißt du, meinst du die Casuals, die du gerne in deinen Lobbys hättest, um locker zu zocken, für die bist du auch ein Schwitzer oder bist du vielleicht einfach ohne Anstrengung besser als die? Aber haben die Leute, die diese entspannteren Matches wollen, überhaupt Unrecht? Auch als Topspieler willst du das Gefühl haben, gut zu performen und dein Skill auch wahrnehmen zu können. Das kann aber natürlich nur dann mit Fairness passieren, wenn zwischen Matches eine gewisse Varianz herrscht und man auch mal dominieren kann. Aber eben nicht vom Algorithmus geplant, sondern organisch. Man will ja gewinnen, weil man gut performt und weil man sich das erspielt hat. Und nicht, weil das System merkt, aha, jetzt müssen wir ihm wieder einen Knochen hinschmeißen, damit er länger dran bleibt. Man hat das Gefühl, vom Matchmaking manipuliert zu werden und das zu Recht. Es geht längst nicht mehr nur um harte Daten, es geht um das, was wir beim Spielen spüren oder nicht mehr spüren dürfen. Der Philosoph Bernard Suits hat mal geschrieben, dass das Spiel eine regelgebundene Tätigkeit mit ungewissem Ausgang ist. Der Spieltheoretiker Brian Sutton Smith, der die kulturelle Bedeutung des Spiels im menschlichen Leben erforscht hat, hat mal gesagt, die Unvorhersehbarkeit des Spiels verleiht ihm seine Lebendigkeit. Wenn ein System wie strenges Skill-Based Matchmaking oder Engagement-Optimized Matchmaking den Verlauf permanent justiert und den Ausgang innerhalb strenger Grenzen vorherbestimmt, dann ist das kein Spiel mehr im eigentlichen Sinne. Es ist eine Inszenierung, in der das Spiel zum instrumentalisierten Erlebnis wird, optimiert für Metriken, die 50-50 Winrate, nicht für das Spielerlebnis. So, und jetzt reden wir über den Gummibaum. Wenn der bis an die Decke wächst, dann geht's dem wunderbar. Das Erreichen der Decke ist also der messbare Wert, auf den ich mich verlasse. Ich dünge, ich gieße, ich staub regelmäßig die Blätter ab, ich kümmere mich um das Ding. Oder ich habe eine ganz fixe Idee und ich reiß das Ding einfach raus und häng's direkt an die Decke dran. So, machst du ein Häkchen dran, Kontakt mit Decke hergestellt, Ziel erfüllt. Aber ich glaube, das Ding ist tot. Aber auf dem Papier, Freunde, auf dem Papier, ohne Kontakt zu dem,
was eigentlich auf natürlichem Wege dazu verhelfen sollte, das Ziel zu erreichen, vertrocknet die Pflanze. Das passiert auch mit Spielern, die den Kontakt zum spielerischen Aspekt in einem Spiel verlieren und sich nur noch wie Schauspieler in einem geskripteten Theaterstück fühlen. Skill-Based Matchmaking, wenn es so falsch gedacht wird, nimmt dir als Spieler das Gefühl, dass du einen Einfluss auf dein Spielerlebnis hast. In seiner modernen Form will SBMM Ergebnisse ohne den Prozess zu beachten. Das ist der fatale Denkfehler. Deshalb fühlt sich SBMM in seiner überzüchteten Form so manipulativ an. Ich bin der Meinung, dass Spielererfahrung nicht einfach von oben herab gemanagt werden sollte, sondern dass wir uns unser Ziel anschauen und überlegen, mit welcher Ausgangsposition wir etwas seinem natürlichen Lauf überlassen können, sodass es von selber da ankommt. Das wäre gutes Matchmaking. Wenn du spielst, anstatt gespielt zu werden. Wenn Spieler den Glauben an echte Fairness verlieren und den Entwicklern nichts mehr glauben, dann fangen sie irgendwann an, überall nur noch das System zu sehen und vermuten Manipulation an jeder Ecke. Skill-Based Respawns, Skill-Based Aim Assist, Skill-Based Hit Detection, Skill-Based ein kleiner Activision-Mitarbeiter sitzt in meinem PC und zupft an den Kabeln, damit ich verliere. Zugegeben, einige Patente von Activision sind wirklich frech. Aber diese Erwartungshaltung, die durch solche überregulierten Systeme herangezüchtet wird, hat mehr Macht als jede Statistik. Sogenannte Placebo-Patches sind dafür ein gutes Beispiel. Das sind Updates oder Mods, die wenig bis gar keine Änderungen an einem Spiel vornehmen, aber so kommuniziert werden, als würden sie große Veränderungen bringen. Und was in den Patchnotes zu lesen, reicht bei Spielern oft schon aus, um die Verbesserung im Spiel wirklich wahrzunehmen, obwohl sie vielleicht gar nicht existiert. Die Erwartungshaltung, die durch manipulatives Matchmaking entsteht, hat also das Potenzial, selbst zur Manipulation zu werden. Weil der Confirmation Bias, Activision böse, unsere Wahrnehmung beeinflusst. Weil es viel einfacher ist zu glauben, dass irgendein Algorithmus dich steuert und beeinflusst, als zu akzeptieren, dass man vielleicht selber mal einen Fehler gemacht hat. Zum Beispiel seine Schüsse nicht zu treffen. Oder dass Spiele manchmal einfach chaotisch sind. Und deshalb breitet sich dieses Misstrauen von Spielen, die zu strenges SBMM benutzen, auch auf andere Spiele aus. Selbst wenn ein Spiel SBMM sinnvoll einsetzt, vertrauen viele Spieler dem System grundlegend nicht mehr. Und wenn du irgendwann glaubst, nichts mehr beeinflussen zu können, dann verlierst du eigentlich auch deinen Grund zu spielen. Fortschritt muss spürbar bleiben. Wenn man besser wird, muss sich das auch irgendwo in der Gameplay-Erfahrung widerspiegeln, damit es Spaß macht. Auch wenn man ab und zu mal auf die Schnauze kriegt. Die Lösung kann es nicht sein, dich künstlich hoch und runter zu schieben, sondern den Suchradius so zu vergrößern, dass von ganz alleine mal schwierigere und mal leichtere Matches entstehen, ganz ohne das Gefühl, von einem Algorithmus manipuliert zu werden. Du darfst halt nicht wie so eine Helikoptermutter alles kontrollieren. Da machst du doch die Kinder kaputt, das weiß man doch. Unsere Erfolge haben ja nur eine Bedeutung für uns, wenn wir sie selbst verdient haben. Und nicht, wenn man sie uns serviert. Als ich noch ein kleiner 3 Käse hoch war, lass mich mal 11, 12 gewesen sein, da habe ich ein Spiel mit dem einprägsamen Namen Unreal Tournament 3 entdeckt. Mein allererster Online-Shooter. Und Hosen runter, da wurde ich als Anfänger ganz mies auseinandergepflückt. Aber das hat mich seltsamerweise nicht dazu verleitet, an den Entwickler zu tweeten, dass er sein dummes Spiel fixen soll. Sondern ich habe gespielt. Weil ich mir dachte, so gut will ich auch werden. Früher gab es keine 500 kostenlosen Shooter, wo man sich jeden Tag was Neues runterladen kann und so beim kleinsten Hindernis sofort deinstalliert, weil es irgendwie ein Tutorial gibt oder eine Lernkurve oder weil das Spiel einfach ein bisschen mehr Tiefe hat. Und das ist durchaus ein Problem, mit dem moderne Spiele heute zu kämpfen haben. Das gab's früher so nicht. Der kleine Marco hat also damals weitergespielt und irgendwann war ich nicht mehr ganz unten auf dem Scoreboard. Weil ich besser geworden bin. Nicht, weil ein Algorithmus mich nach oben verschoben hat, damit ich mich besser fühle. Früher haben Spiele mit lockerem SBMM zugelassen, dass ich mich als Spieler nach oben arbeiten und das auch an meinen Ergebnissen merken darf. Und da gab's keine Camo-Grinds, keine Battle Passes, keine Daily Challenges, kein Account-Level, keine Seasons, nichts. Und dieses Spiel war so eine positive und belohnende Erfahrung,
dass ich das heute noch als Collectors Edition hier rumstehen habe. Und wenn heute ein Kind in dem Alter sein erstes COD oder seinen ersten Shooter runterlädt, dann hege ich irgendwie meine Zweifel daran, dass das Spiel 15 Jahre später als Erinnerung im Wohnzimmer steht. Weil sich alles irgendwie so belanglos und gleich anfühlt. Aber das macht nochmal ein ganz anderes Fass auf. Früher durfte man diese Lernkurve noch spüren und das war auch was Cooles. Und heute wird man in Watte eingepackt und bekommt seine zufriedenstellenden Statistiken serviert. Und das ist einfach nicht mehr das gleiche Gefühl. Wenn dir Spiele nur Spaß machen, wenn du permanent Lobbys stompen kannst, dann ist das Problem entweder schlechtes Spieldesign oder deine unrealistische Erwartung und da hilft kein Matchmaking der Welt. Völlig egal, ob mit oder ohne SBMM. Und das Verlangen nach diesem Power-Fantasy-Gameplay, ne? Krasse Schüsse zu treffen, coole Plays zu machen und sich so ein bisschen überlegen zu fühlen. Das macht Spaß, natürlich. Ich kann das komplett nachvollziehen. Aber wenn man das konstant erwartet, dann wird das im Multiplayer nicht passieren. Für deine entspannten Matches muss ja jemand anderes schwitzige Matches spielen. Und das geht einfach nicht auf. Und vielleicht, nur vielleicht, sucht ein Bruchteil der Leute, die wirklich nur Pub stompen wollen, einfach an der falschen Stelle nach dem Gameplay-Erlebnis, das sie gerne hätten. Nämlich im Multiplayer. Aber es gibt ja Spiele, die werden genau für dieses Gameplay entwickelt. Das sind Singleplayer-Spiele. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Hot-Take sein wird und ich bin mal gespannt, ob man mich dafür in den Kommentaren auseinandernimmt. SBMM ist grundsätzlich erstmal eine gute Idee, aber wenn sie falsch umgesetzt wird, dann hat sie eine destruktive Wirkung. Spieler hatten in der Vergangenheit nie ein Problem damit, solange es richtig implementiert war. Und ich denke, faire Matches sind unterm Strich was Erstrebenswertes. Diese Debatte zeigt uns aber ein viel größeres Problem in modernem AAA-Game-Design. Nämlich das endlose Jonglieren von Daten, anstatt Kreativität und Spaß zu priorisieren. Und das geht weit über SBMM hinaus. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Prozesse müssen im Mittelpunkt stehen, nicht die Ergebnisse. Und vielleicht ist genau das auch der Grund dafür, warum so viele Indie-Spiele heutzutage so wahnsinnig erfolgreich sind. Weil sie uns nicht bevormunden, um schöne Metriken für Stakeholder-Meetings zu generieren. Wer jedes Auf und Ab glättet, baut keinen Spielplatz, sondern einen Flur. Und im Flur wird nicht gerannt. Und das hat uns schon damals in der Schule den Spaß versaut.